nicht darauf herein. Ich erkenne jetzt, dass das alles seine Schuld ist. Er hat dieses Ding gemacht. Wenn du das hier liest, bleib fern von den Wäldern in Australien. Es könnte immer noch dort draußen sein und es ist schlau. Das Ganze begann vor etwa einem Monat. Ich wurde von meinem Sofa aus dem Schlaf gerissen. Es klopfte. Verdammt, wer klopft hier so früh an meine Tür? Ich murmelte vor mich hin, als ich zur Haustür ging und durch den Spion schaute. Tatsächlich stand dort ein Mann mittleren Alters, der glatzköpfig war, eine faltige Stirn hatte und nicht besonders groß war. Er bemerkte den Spion und schenkte mir ein breites Lächeln. Nun, dieser Typ ist überhaupt nicht unheimlich. Ich kann genauso gut herausfinden, was er will. Ich öffnete die Tür und der Mann begrüßte mich. Hey, ich bin gerade gegenüber eingezogen, wollte nur Hallo sagen. Ich bin Tullio. Sein altertümlicher Gesichtsausdruck verwandelte sich in ein Grinsen. Genervt, aber nicht unhöflich sein wollend, erwiderte ich die Begrüßung. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Ned. Hinter ihm bemerkte ich ein kleines Mädchen. Komm schon, sei nicht unhöflich. Ned ist unser neuer Nachbar, sagte Tullio. Sag Hallo. Hallo, murmelte das Mädchen. Dann deutlicher, als sie zu mir aufschaute, sagte sie, ich bin Olivia. Ich lächelte. Meine Frau und ich erwarteten ein kleines Mädchen. Olivias braune Haare und Augen erinnerten mich an die meiner Frau. Ein wunderschöner Orangeton, wie der von Herbstblättern. Ich kratzte mir am Hinterkopf und begrüßte sie ebenfalls. Schön, dich kennenzulernen, Olivia. Ich warf einen Blick auf das Haus gegenüber. Dort hatte seit Jahren niemand mehr gelebt. Mein Haus liegt mitten im Nirgendwo und das nächste Haus ist das sich auf der langen Straße erstreckt, die sich über Dutzende von Kilometern aus dem Wald zieht. Ein merkwürdiger Ort, um zwei zufällige Häuser hinzustellen, ich weiß. Aber abgesehen vom schlechten Handyempfang und Internet war es für mich perfekt. Wenn ich fragen darf, Tullio, oder? Was bringt dich hierher? Die Ecken seines Grinsens senkten sich leicht. Nun, das Stadtleben wird ein bisschen überwältigend, weißt du? Außerdem brauchen sie auch etwas Platz. Er deutete auf den Van, der neben der Straße geparkt war. Ich weiß. Lass mich dich vorstellen. Ich zog eine Augenbraue hoch. Mach dir keine Sorgen. Haha, es ist nichts Seltsames, sagte er, als er meine Skepsis bemerkte. Meine Neugier geweckt, folgte ich ihm und seiner Tochter die Auffahrt zu meiner Haustür hinunter und auf den Gehweg hinter den Van. Sie müssen sich wohl schon satt gesehen haben, hier drinnen zu bleiben, sagte er, als er die Türen des Vans öffnete. Meine Augen weiteten sich. Im Inneren des Vans befanden sich allerlei Vögel, Papageien, Pfauen, viele, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Tullio klopfte mir auf den Rücken und lächelte. Wunderschön, nicht wahr? Diese hier sind mein ganzes Leben. Ich bin Ornithologe, weißt du. Ah, das erklärt all diese Vögel. Ich nehme an, du konntest sie nicht alle dort behalten, wo du gewohnt hast, oder? Tullios dunkelbraune Augen blickten für einen Moment nach unten, als ob er über seine nächsten Worte nachdachte. Ja, sowas in der Art. Ich sah zurück auf die Vögel. Sie waren wirklich wunderschön. Alle hatten lebhafte Farben. Und es gab Arten, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Einer von ihnen erregte jedoch meine Aufmerksamkeit. Ich hatte über ihn in einem Buch in der Mittelstufe gelesen. Es war ein Leierschwanz. Die größte Nachahmungskraft der Natur, dachte ich laut. Ich sehe, du hast bemerkt, sagte Tullio, als er in den Van kletterte und den eingesperrten Leierschwanz herausnahm. Dieser hier ist mir besonders wichtig, weißt du? Sie war auch der Lieblingsvogel meiner Frau. Ich bemerkte, wie sich Tullios Gesichtsausdruck in eine melancholische Miene verwandelte. Deine Frau, wo ist sie jetzt? Sie ist vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Tullio schaute auf den Käfig des Vogels, den er hielt, seine sanfte Hand um den Holzgriff leicht zusammenpressend. Dieser Vogel ist seit vielen Jahren bei uns. Es ist alles, was ich habe, um mich an sie zu erinnern. Aber ich mag es zu glauben, dass meine Frau uns näher ist, als du denkst. Es herrschte eine Weile Stille zwischen uns.
Ich kannte das Gefühl nur zu gut. Ich öffnete meinen Mund, um die Stille mit ein paar tröstenden Worten zu brechen, als die sanfte Stimme einer Frau mich stoppte. »Tullio, ich liebe dich«, sang der Leierschwanz. Es war eine sanfte Stimme. Selbst wenn sie von einem Vogel nachgeahmt wurde, konnte sie einem ein Gefühl der Ruhe geben. Ich blickte auf den Vogel hinab, dessen kleine braune Augen mich mit einer Intelligenz ansahen, die ich bei einem Tier nicht für möglich gehalten hätte, und dann zurück zu Tullio. Ich konnte sehen, wie seine Augen anfingen, sich mit Tränen zu füllen. Sein überraschter Ausdruck sich in eine Grimasse verwandelte, während er versuchte, sie zurückzuhalten. Etwas schuldig wegen des gerade Geschehenen durchsuchte ich mein Gehirn nach etwas, das ich sagen könnte. »Wow, der Vogel ist super cool. Du hast echt Glück, so etwas zu haben. Es ist wie eine lebendige Aufnahme deiner Frau, oder?« stammelte ich. Sofort bereute ich meine Worte. Ich bin ein Dussel. Das war das Schlechteste, was ich hätte sagen können. In welcher Welt ist er glücklich? Zum Verzweifeln. Ich hätte mehr Mitgefühl zeigen sollen, und das ist das Beste, was mir eingefallen ist. Doch bevor ich mich entschuldigen konnte, schenkte mir Tullio ein Lächeln und wischte sich mit dem Ärmel seines Pullovers die Augen. »Du hast recht, dieses kleine Ding ist ein Segen. Es ist der Grund, warum ich sie überhaupt wiedersehen kann.« Rückblickend war das eine seltsame Bemerkung, aber ich war zu erleichtert, dass er meine Worte des Trostes nicht falsch verstanden hatte, um den düsteren Sinn hinter seinen früheren Aussagen zu bemerken. Als er sich wieder gefasst hatte, sagte Tullio: »Nun, Olivia und ich könnten Hilfe gebrauchen, um die Vögel hineinzubringen, wenn es dir nichts ausmacht.« »Klar«, antwortete ich. Tullio führte den Weg zu seinem Haus mit Olivia, die dicht hinter ihm herlief, und öffnete dann die Haustür. Drinnen war ich überrascht, dass das Haus bereits möbliert war, und nicht überrascht, dass alles unter einer feinen Staubschicht lag. Abgesehen davon gab es nur 2 bemerkenswerte Einrichtungsgegenstände: ein großes Bücherregal und ein Porträt einer weißhaarigen Frau, die in ihrer Hand eine lange, schlanke Klinge hielt. Das Porträt war wunderschön, und das Bücherregal enthielt ein paar merkwürdige Bücher. Bücher über Biologie und menschliche Anatomie sowie Vogelanatomie. Ein paar von ihnen fielen mir ins Auge, seltsame Bücher über Rituale und andere über Alchemie. Ich nahm ein Buch heraus, das am normalsten wirkte. Es trug den Titel »Hiding in Plain Sight« von Susan Lewis. Uninteressiert stellte ich das Buch zurück ins Regal und beschloss, nicht weiter zu stöbern. Doch dann fiel mir etwas anderes ins Auge. Ein kleiner Bilderrahmen auf einem Tisch neben dem Bücherregal. Etwas daran kam mir bekannt vor. Nachdem ich es mir eine Weile angesehen hatte, erkannte ich, dass es ein Bild von einem jungen Tullio und einer Frau mit langen braunen Haaren war, die die Farbe von Herbstblättern hatten. Warum sollte er lügen, gerade erst hierher gezogen zu sein? Nun, technisch gesehen hatte er nie behauptet, hier nicht schon früher gelebt zu haben, aber irgendwas war merkwürdig, dachte ich. Ich beschloss, darüber zu schweigen und drehte mich zu Tullio um, der sein neues, kostenloses Mobiliar bewunderte. »Glück für mich«, lachte Tullio. »Muss von den Leuten stammen, die hier gelebt haben. Zu faul, um das Zeug mitzunehmen, was? Spart mir Geld.« »Sieht so aus«, antwortete ich. Olivia rannte die staubigen Holztreppen hinauf und rief begeistert: »Ich schau mir die Zimmer an, Papa.« »Okay, aber sei vorsichtig«, rief Tullio zurück. Gemeinsam gingen wir zurück zum Van und begannen, die Vögel ins geräumige Wohnzimmer von Tullios Haus zu bringen. Doch als ich den Käfig eines großen Papageis hochhob, hielt ich inne, um etwas zu betrachten. Ich stellte den Käfig ab und ging näher an die Vorderseite des Vans, wo ich eine große Tasche sah, die an die Wand des Vans gelehnt war, in der Form eines menschlichen Körpers. Ein seltsamer Geruch ging von ihr aus. Mein Herz sank und Millionen Gedanken rasten mir in Sekundenbruchteilen durch den Kopf. Doch meine Gedanken stoppten, als ich das Geräusch von Schritten hörte, die sich dem Heck des Vans näherten.
Tullios einst sanfte und gealterte Stimme klang jetzt kalt und leer, als er mich rief. »Ned, du brauchst ziemlich lange. Alles in Ordnung? Das müsste der letzte Papagei sein.« Ich entschied, dass es am besten wäre, normal zu tun und stammelte. Ja, Entschuldigung, ich hatte nur etwas Schwierigkeiten, den Käfig zu tragen.« »Oh ja, der hat keinen Griff, oder? Tut mir leid deswegen.« Ich trug den Vogel an Tullio vorbei. Seine kleine und unscheinbare Figur wirkte nun viel größer in meinen Augen. Im Haus stellte ich den Käfig ab und dann begannen meine Gedanken wieder zu rasen. Diese Tasche könnte alles Mögliche enthalten, aber warum hatte sie diese Form? Könnte dieser Kerl wirklich ein Mörder sein? Was ist mit seiner Tochter? Weiß sie davon? Was soll ich tun, wenn er zurückkommt? Das Chaos in meinem Kopf verstummte erneut, als ich Tullio zurückkommen sah. Zu meinem Entsetzen hatte er die große Tasche über einer Schulter. »Bleib ruhig.« Er stellte die Tasche in der Nähe der Haustür ab. Ich spürte kalten Schweiß meinen Nacken hinunterlaufen und so dumm es auch war, sprach ich: »Hey, nur aus Neugier. Was ist in der Tasche?« Ich zeigte auf die große Tasche, die er gerade auf den Boden gestellt hatte. »Gute Arbeit, Dummkopf. Du hast gerade den potenziellen Mörder nach seinem offensichtlichsten Opfer gefragt. Das kann ja gar nicht schief gehen, oder?« »Oh, das hier?« Tullio sah auf die Tasche hinunter. Ein mulmiges Gefühl machte sich in meinem Magen breit, als er ein Taschenmesser aus seiner Gesäßtasche zog. Ich schaute schweigend zu, wie er die Oberseite der Tasche aufschlitzte und seine Hand hineinsteckte, um mir den Inhalt zu zeigen. Samen. Die Tasche war voller Vogelfutter. Eine Welle der Erleichterung überkam mich, als mein angespannter Körper sich endlich entspannte. Tullio steckte das Messer zurück in seine Tasche und trat dann auf mich zu. Er klopfte mir auf die Schulter und sagte: »Danke für die Hilfe, Ned. Mein Rücken bringt mich um. Weißt du, haha, ich werde jetzt die Vögel in Ordnung bringen.« Ich lachte nervös. »Ja, klar. Wenn du mal was brauchst, sag einfach Bescheid.« In dieser Nacht, als ich im Bett lag, war ich froh, dass mein neuer Nachbar wie ein aufrichtiger Kerl schien, mit dem ich etwas gemeinsam hatte. Als meine Frau und ich unser Kind verloren, konnte sie nicht damit umgehen. Und eines Nachts fand ich sie an unserem Wohnungsbalkon aufgehängt. An diesem Abend, als ich ihren kalten, leblosen Körper im Wind schwingen sah, kostete es mich jede Faser meines Willens, ihr nicht zu folgen. Ich fühlte mich verraten, dass sie mich einfach so allein gelassen hatte, ohne mir irgendetwas zu sagen. Danach wurde ich reizbar und für andere unerträglich. Kein Tag verging, an dem ich nicht daran dachte, alles zu beenden, nur um sie wiederzusehen, sie wieder zu spüren, sie wieder zu hören. Ich machte Pläne, es durchzuziehen, aber der Tag kam nie. Ob es daran lag, dass ich zu feige war, es zu beenden, oder mutig genug, weiterzuleben, werde ich wohl nie wissen. Deshalb entschied ich, dass das Beste für mich jetzt die Isolation war. Ich hatte die Natur und das Wandern immer geliebt, besonders in den Wäldern, und das brachte mich hierher, mitten ins Nirgendwo. Anfangs dachte ich, mein Frieden sei ruiniert, als ich von diesem Klopfen an meiner Tür geweckt wurde. Aber jetzt dachte ich, vielleicht könnte ich etwas Gesellschaft gebrauchen. Die nächsten Wochen verliefen ziemlich normal, aber nun verbrachte ich einige Zeit damit, mit Olivia zu spielen, die ich immer draußen mit einigen der Vögel sah. Die Vögel, die nicht gut fliegen konnten, blieben draußen im Bereich des sehr hohen Zauns um Tullios Haus, obwohl ich den Leierschwanz nie unter ihnen sah. Zeit mit Olivia zu verbringen war bittersüß. Es ließ mich darüber nachdenken, wie mein Leben sein könnte, wenn ich meine Frau und meine Tochter bei mir hätte. Aber irgendetwas war seltsam. Mit jedem Tag sah ich Tullio seltener. Wenn ich ihn sah, hatte er dunkle Augenringe, als würde er die Nächte wach bleiben und irgendetwas tun. Der Bilderrahmen, den ich im Haus gesehen hatte, ließ mir keine Ruhe. Eines Tages konnte ich es nicht länger aufschieben. Während ich mit Olivia und den Vögeln spielte, fragte ich sie: »Hast du hier schon mal gewohnt?« Olivia sah mich an, zog eine Augenbraue hoch und kicherte. »Nein, du Dummerchen, wir sind doch gerade erst hierher gezogen. Erinnerst du dich?«
Ich weiß, aber ich dachte, vielleicht war das früher euer Haus. Oder vielleicht hat dein Vater hier früher gelebt. Olivia legte einen Finger an ihr Kinn und dachte ein paar Sekunden darüber nach. Nö, keine Ahnung. Dann lief sie wieder zu den Vögeln zurück. Ich seufzte und legte mich ins Gras. Nicht mal Olivia weiß irgendwas. Eigentlich geht es mich nichts an, ob Tullio früher hier gelebt hat und es mir nicht erzählt. Aber warum lügen? Und warum jetzt zurückkommen? Brauchte er etwas hier? Olivia hörte auf zu rennen und sah zu mir herüber. Ach ja, aber weißt du, ich konnte meinen Geburtstag nicht feiern, bevor wir hierher kamen. Oh ja? Warum nicht? Wie alt bist du denn jetzt? Ich bin 12. Aber als wir aus unserem alten Haus ausgezogen sind, meinte Papa, dass es wichtiger wäre, Mama wiederzusehen oder so. Aber ich glaube, er ist einfach ein bisschen verrückt, weil er alt wird. Sie lachte. Hey, das ist dein Vater. Zeig etwas Rücksicht. Und weißt du was? Wie wäre es, wenn wir bald deinen Geburtstag feiern? Sag es einfach deinem Vater und ich werde alles vorbereiten, sagte ich, während ich mir das Gras von der Kleidung klopfte und mich auf den Heimweg machte. Wirklich? Okay? Das ist ein Versprechen. Olivia strahlte, als sie mir zum Abschied winkte. Auf dem Heimweg dachte ich über das nach, was sie gesagt hatte. Tullio meinte, sie würden seine Frau wiedersehen. Er muss immer noch darunter leiden. Und wenn das wirklich sein altes Haus ist, müssen es schlechte Erinnerungen sein, die wieder hochkommen. Vielleicht wird ihn diese Feier ein wenig aufmuntern. Doch die Feier sollte nie stattfinden. In jener Nacht sprang ich aus dem Bett, als ich hektisches Klopfen an meiner Haustür hörte. Ich griff nach dem Baseballschläger, den ich neben meinem Bett aufbewahrte, und rannte die Treppe hinunter. Als ich der Tür näher kam, erkannte ich das Schreien auf der anderen Seite als Olivias Stimme. Ich ließ den Schläger fallen und öffnete die Tür. Sie hatte Tränen auf den Wangen. Mein Vater braucht Hilfe. Er ist schwer verletzt, schluchzte sie. Was ist passiert? Sie rang nach Luft und weinte unkontrolliert. Er ist in den Raum gegangen, in den ich nie hinein darf, aber er ist nicht mehr rausgekommen und er hat mich um Hilfe gebeten. Ich sagte ihr, sie solle mir den Weg zeigen und wir rannten über die Straße zu Tullios Haus. Als ich der Haustür näher kam, fiel mir sofort auf, dass keiner der Vögel irgendein Geräusch machte. An der Tür zum Wohnzimmer bemerkte ich, dass der Sack mit Vogelfutter, den Tullio aufgeschnitten hatte, verschwunden war. Obwohl es nicht sonderlich wichtig schien, beunruhigte mich das. Dann hörte ich Tullios Stimme, die verzweifelt um Hilfe flehte. »Bitte, hilf mir«, schrie er. »Er ist hier drüben«, rief Olivia mir zu, als sie mich durch das Haus zu einer Kellertür hinter der Treppe im 1. Stock führte. »Hilf mir, mach die Tür auf, bitte«, flehte Tullio von der anderen Seite der Tür, und ich hatte nie zuvor solche Verzweiflung in der Stimme eines Mannes gehört. Dann hörte ich lautes Knarren, das schnell näher kam, und Tullios Stimme wurde noch panischer. »Schnell, mach die!« Seine Stimme verstummte abrupt, gefolgt von lauten Holzkrachen und dumpfen Geräuschen, die sich schnell entfernten. »Tullio«, rief ich. Er muss die Kellertreppe hinuntergefallen sein, dachte ich. Ich griff nach dem Türgriff. Die Tür war abgeschlossen. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Tullio könnte verletzt sein. Ich warf meinen Körper mehrmals gegen die Tür und mit einem letzten Stoß wurde alles schwarz, als ich die lange Treppe hinunter in einen dunklen, tintenschwarzen Keller stürzte. »Ned, alles in Ordnung?« rief Olivia mir hinterher. Benommen kam ich auf wackeligen Beinen hoch und rief zurück: »Mir geht's gut, du bleibst da oben.« Ich sah zu Olivia hinauf und dem schwachen Licht, das wenig dazu beitrug, den stockfinsteren Keller um mich herum zu erhellen. Doch mir fiel auf, dass die Treppe voller Blut war. Ich spürte, wie eine warme Flüssigkeit von meinem Kopf über meine Wange lief. Ich legte meine Hand dagegen und tatsächlich, es war Blut. Aber es war nicht meines. Tullio muss verletzt sein. »Tullio, wo bist du? Geht es dir gut?« rief ich in die Dunkelheit. Keine Antwort. Ich beschloss,
der Blutspur zu folgen. Wie zum Teufel ist er so weit vom Ende der Treppe gefallen? Der Keller war riesig. Es war kein Trick der Dunkelheit. Der Raum musste extrem weitläufig sein. Das Seltsamste waren die merkwürdigen, extrem detaillierten Kreise, die an den Wänden verstreut waren, mit Zeichen und Schriftzügen, die ich nicht erkennen oder lesen konnte. Der stechende Geruch von Verwesung wurde stärker, je weiter ich in den Keller ging. Schließlich erreichte ich das Ende der Blutspur, wo ich ein seltsames Geräusch hörte, ein nasses Ploppen und Knacken. Ich konnte die Gestalt von Tullio auf dem Boden in einer Blutlache kaum erkennen und eine Art riesige, pelzige Spinne, die an ihm zerrte. Aber es war keine Spinne. Die Federn des Wesens zogen sich langsam zurück und offenbarten jene vertrauten, intelligenten Augen, die mich anstarrten. Selbst in der Dunkelheit waren sie unverkennbar, aber dieses Mal waren sie viel größer. Ich hatte kaum Zeit, das Aussehen der Kreatur zu verarbeiten, bevor sie zu schreien begann. Ich denke nicht, dass Schreien das richtige Wort ist. Das Einzige, wie ich es beschreiben kann, ist, dass es klang, als würden eine Vielzahl von Menschen, Männer, Frauen, Kinder, gleichzeitig schreien in einem schrecklichen Orchester kollektiver Qual, so laut, dass ich spüren konnte, wie meine Knochen vibrierten. Ich presste meine Hände so fest ich konnte gegen meine Ohren, und meine Angst verwandelte sich schnell in blanke Panik. Ich rannte zurück zur Tür, schneller als ich je zuvor gerannt war. Es waren nur wenige Sekunden, die ich rannte, aber es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Die Wände des Kellers verstärkten den Klang, so dass es sich anfühlte, als käme er von überall um mich herum. Mein Blick begann zu verschwimmen, und der Schmerz in meinen Ohren war unerträglich. Ich dachte, mein Kopf würde explodieren. Irgendwie erreichte ich in meinem desorientierten Zustand die Treppe, doch zu meinem Entsetzen konnte ich sie nicht hinaufsteigen. Jeder Schritt, den ich machte, ließ mich vornüber auf die kalten, hölzernen Stufen stürzen, da die Schreie mir den Gleichgewichtssinn raubten. Meine verzweifelten Gedanken, meinen Körper zum Aufstehen zu bewegen, verhallten ins Leere. Ich spürte, wie die unheilvolle Kakophonie der Stimmen näher kam. Das war das Ende. Ich streckte meine Hand in Richtung des Lichtes aus und spürte, wie mich ein Arm packte. Olivia zog mich hoch, rief mir etwas zu, das ich durch den Lärm nicht verstehen konnte. Ich musste schnell handeln. Trotz meiner desorientierten Sinne setzte ich all meine Kraft ein, um die einfache, doch in diesem Moment monumentale Aufgabe zu bewältigen, die Treppe hinaufzukriechen. Ich schaffte es gerade noch, die Tür zu schließen und fest zu verriegeln. Und dann Stille. Olivia und ich starrten uns einen Moment lang entsetzt an, doch die Stille wurde bald durch heftiges Hämmern an der Tür unterbrochen. »Lauf!« schrie ich Olivia zu, und wir rannten zur Haustür und hinaus auf den Hof. In diesem Moment hörte ich, wie die Kellertür mit einem lauten Krachen aufbrach und die Vögel begannen verrückt zu spielen, als sie die Präsenz des Wesens spürten. Ich hörte keine Schritte hinter mir. Ich wusste nicht, ob es uns überhaupt verfolgte, aber ich wagte es nicht, mich umzudrehen. Olivia und ich hatten es bis zur Mitte der Straße geschafft, als wir die sanfte Stimme einer Frau hörten. »Olivia, warte, ich bin's.« Olivia blieb stehen und ich drehte mich um ihr zuzuschreien, sie solle weiterlaufen, aber es war zu spät. Was dann geschah, wird sich für den Rest meines Lebens in meine Augen brennen. Das Ding thronte über Olivia. Es sah aus wie ein Mensch. Aber etwas stimmte nicht. Sein langes braunes Haar, wie Herbstlaub, bedeckte Teile seines Gesichts und es hatte an verschiedenen Stellen Federn, die an seinem kränklichen Körper wuchsen. Sein eleganter Schwanz stand in starkem Kontrast zu seinem ansonsten widerwärtigen Erscheinungsbild. Und diese Augen, dieselben Augen voller unausgesprochener Intelligenz, starrten auf Olivia herab. Die Augen eines Raubtiers. Olivia öffnete langsam ihren Mund. »Mama.« Dann, im Bruchteil einer Sekunde, stürzte sich das Ding auf Olivia. Sein Kiefer öffnete sich weit zu einem schrecklichen Maul und lange schwarze Krallen bohrten sich auf sie nieder. Ich rannte, unfähig zu sehen, was als nächstes passierte. Ich hörte das Geräusch von reißendem Fleisch
und brechenden Knochen durch Olivias gedämpftes Schreien. Ich erreichte mein Haus und verbarrikadierte die Tür so schnell ich konnte, keuchend nach Luft. Was zur Hölle passiert hier? Ich muss verrückt werden. Das kann nicht real sein. Ich weinte und mein Magen rebellierte, als ich mich mitten in meinem Wohnzimmer übergab. Ich konnte nicht einfach hier bleiben. Ich brauchte Hilfe. Schnell. Ich rannte die Treppe hoch in mein Zimmer und schnappte mir mein Handy vom Nachttisch. Ich rief den Notruf 911 an und meldete einen Mord. Ich schicke Hilfe zu Ihnen, Sir. Es scheint, dass Sie in einer ländlichen Gegend wohnen, also könnte es etwas dauern. Bitte bleiben Sie ruhig und verriegeln Sie. Der Anruf brach ab. Hallo? Großartig. Schlechter Empfang, genau wenn ich ihn brauche. Wenigstens weiß ich, dass Hilfe unterwegs ist. Ich kauerte mich mit der Schrotflinte, die ich unter meinem Bett aufbewahrte, an die Wand und betete zu jedem Gott, den ich kannte, dass ich sie nicht benutzen müsste, dass ich diesem Ding nicht wieder begegnen müsste. Ich versuchte, nicht über die Situation nachzudenken. Es fühlte sich an, als würde ich meinen Verstand verlieren. Ich wartete. Es konnten nicht mehr als 20 Minuten vergangen sein, als ich sie hörte. Polizeisirenen. Eine Welle der Erleichterung durchströmte mich. Sie waren schnell hier. Ich bin mindestens 1 Stunde von der nächsten Stadt entfernt, dachte ich, aber das war mir egal. Ich war in Sicherheit. Ich eilte die Treppe hinunter und hörte bereits das Knattern von Funkgeräten und Autos, die in meiner Einfahrt anhielten. Dann klopfte es laut an der Tür. »Hallo? Sir, wir haben Ihren Anruf erhalten. Ist alles in Ordnung?« »Ja, hallo. Gott sei Dank. Ich brauche Hilfe. Mein Nachbar wurde ermordet«, schrie ich dem Polizisten durch die Barrikade zu. »Bleiben Sie ruhig, Sir. Wir sind jetzt hier. Sie sind in Sicherheit. Öffnen Sie einfach die Tür, damit Sie uns erklären können, was passiert ist.« »Ja, okay. Einen Moment.« Ich ging näher zur verbarrikadierten Tür, um sie zu entriegeln, aber ein plötzlicher Gedanke ließ mich innehalten. Wo waren die Blaulichter? Es kam kein Licht durch den Spalt unter der Tür und die Polizei war viel zu schnell da. Irgendetwas stimmte nicht. Mein Magen zog sich zusammen und das Unbehagen kroch erneut in mir hoch. Ich machte vorsichtig einen Schritt von der Tür weg. »Hallo? Sir, Sie müssen diese Tür öffnen, damit wir Ihnen helfen können.« Was mache ich? Bin ich verrückt? Hilfe ist auf der anderen Seite dieser Tür. Warum öffne ich sie also nicht? Ich muss nur die Tür öffnen und alles wird vorbei sein. Und doch fand ich mich weiter von der Tür zurückweichend. Weg vom logischen Weg in die Sicherheit. Es war, als ob eine urtümliche Angst mich bewegte. »Sir, machen Sie sofort die Tür auf«, forderte die Polizei. Frustriert schrie ich zurück. »Ich mache nicht auf!« Und dann hörte alles auf. Das Funkgerede der Polizei, das Brummen der Motoren, die Stimmen draußen. Alles. Auf einen Schlag. Meine Welt wurde still. Ich stand still da und lauschte. Die Stille war unerträglich. Ich musste etwas tun, aber ich wusste nicht was. Ned. Ich zuckte zusammen. Olivias Stimme rief mich von der anderen Seite der Tür. »Ned, geht es dir gut? Bitte komm raus. Ich brauche Hilfe.« Meine Brust zog sich zusammen und mein Atem ging schwer. Ich musste weg von dieser verdammten Tür. Ich trat rückwärts, leise, vorsichtig, während das Ding draußen weiterhin in Olivias Stimme faselte. Aber ich war nicht vorsichtig genug. Die Dielen knarrten unter mir und verrieten dem Ding, dass sein Opfer den Trick durchschaut hatte und der Weg des geringsten Widerstands nicht mehr funktionierte. Ich hörte, wie das Ding stöhnte und wimmerte, als wäre es frustriert, und dann begann es, gegen die Tür zu schlagen. 1-mal, 2-mal, 3-mal. Die provisorische Barrikade hielt stand, aber inzwischen war ich schon oben, klammerte mich an die Schrotflinte und versteckte mich im Schrank. Seitdem ist 1 Stunde vergangen. Ich weiß nicht, wo zum Teufel die Polizei bleibt oder ob sie überhaupt kommt. Jeder Ton, den ich höre, fühlt sich wie eine Täuschung an. Eine Lüge. Vielleicht war der Anruf auch eine Lüge. Ich höre das Klopfen an der Haustür immer noch. Und doch habe ich vor wenigen Augenblicken gehört,
wie sich eine Tür im 2. Stock geöffnet hat. Ich habe keine Ahnung, wie es das schafft. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich kann meinen Ohren nicht trauen. Es wird mich finden, aber ich werde kämpfen. Ich werde versuchen, es zu töten. Wenn ihr wieder von mir hört, bedeutet das, dass ich erfolgreich war. Das hier war der einzige Ort, an dem ich das alles niederschreiben konnte. Und wenn ich scheitere, wenn, Gott bewahre, ihr diesem Ding begegnet, bitte fallt nicht darauf rein.